Es ist wirklich schwierig. Es ist sehr schwierig. Er will nicht fallen. Er will nicht fallen. Komm on, 20 Pilze noch. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute gibt es ein Video, auf das ich mich schon wirklich gefreut habe, denn es ist mal wirklich wieder was Besonderes. Es geht um einen Projekt-Account, der sogar aus der SF-Projektgilde entsprungen ist, die ich ja kürzlich nochmal erwähnt hatte, und zwar handelt es sich hierbei um den Keksi. Ja, vielen lieben Dank, dass du uns das hier bereitstellst, damit ja, wir daran teilhaben können von deinem Projekt hier. Und zwar hat er sich zur Aufgabe gemacht, einen Only-Int-Charakter hochzuziehen. Er hat es bisher auf Stufe 117 gebracht und ja, tricky ist natürlich dabei, dass er halt wirklich nur Sachen nehmen darf, die Intelligenz haben. Das heißt, er darf keine Epics nehmen, keine 3er-Attribut, keine 5er-Attribut. Er darf keine anderen Steine nehmen, er darf nicht skillen. Ihr seht, die Skillkosten sind alle auf 0,25. Ja, also er hat noch keinen einzigen Skillpoint hier versaut. Können wir jetzt mal so einen kleinen Klick machen, dann wäre das ganze Projekt im Arsch. Aber das machen wir nicht, ja. Ausschließlich Int-Equipment, Int-Steine, Int-Trank und Int-Skillen. Nur Erdhabitate legen. Also er hat auch bei den Pets nichts anderes großartig hier gemacht. Ja, er skillt die zwar hoch, füttert die, aber gelegt hat er hier soweit nichts, ja. Erst Dungeons, wenn 1 bis 9 auf sind. Ziel Stufe 200, Achievements 25 von 80 hat er hier. Und er darf halt auch wirklich keinerlei Tränke und nichts benutzen. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, aber ich finde das Projekt an sich sehr, sehr cool. Wie gesagt, die Gilde hatte ich ja schon mal vorgestellt. Sehr viele geile Sachen sind dabei. Und ja, wir haben heute die Ehre, Dungeons legen zu dürfen. Dungeons, Dungeons, Dungeons. Er hatte hier extra nochmal für uns aufgeladen, deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass wir das hier machen dürfen. Ja, das ist sehr, sehr großzügig von dir und er hat hier alle Dungeons aufgelassen, die wir jetzt hier im Video ja, besiegen können. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen werden. Er hatte mir jetzt so, ja, pauschal jetzt so kein großartiges Pilzlimit gesetzt, aber wir werden mal gucken. Ich denke mal, wir werden nicht alle seine Pilze verbraten, zumal er auch gesagt hatte, er will hier weiterspielen, deswegen, ja. Der Märchenturm ist natürlich noch nicht freigeschaltet, weil er natürlich auch keine Dungeons machen darf. Demzufolge hatte er auch keinen Gladiator, ja, und auch, ja, keine Unterwelt, ne? Das ist natürlich auch ganz klar. Ich muss darauf achten, ich darf hier... Ja, das darf ich ja abholen. Ich muss hier echt drauf aufpassen, dass ich hier nichts versaue. Ja, weil so verplant, wie ich immer bin, das könnte gut passieren. Ja, und deswegen, weil er auch kein Glück skillen darf, hat er hier wirklich nur eine Crit-Trefferchance von 3,22%, was wirklich nicht sehr, sehr viel ist. Ja. Das ist ziemlich krass. Was wir noch machen werden, ist, da wir wahrscheinlich ein paar Level aufsteigen werden, vorher nochmal, das hatte er mir gesagt, den Arena Manager abholen. Ja, das werden wir hier auch machen. Zack. Damit wir noch so ein bisschen, ja, vielleicht bessere Runen noch bekommen, weil, wie gesagt, könnte sein, dass wir uns nochmal neu equippen werden. Ne? Aber da bin ich mal gespannt, erstmal, wie weit wir kommen werden, bevor wir das machen. Die ganzen Epics, die jetzt zusammenkommen werden, können wir, hatte er mir gesagt, zerlegen oder einfach verkaufen. Ja, und da hatte er auch noch geschrieben, wäre cool oder mal cool zu sehen, wie viele Epics hier jetzt einfach so flöten gehen. Da könnt ihr ja gerne mitzählen, falls ihr da Lust drauf habt. Und ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt nichts großartig, was hier noch weiter zu tun. Das Gold hebe ich mir erstmal noch auf, weil wir noch neue Sachen kaufen werden eventuell. Die Steine sind alle neu, hatte er gesagt, oder die meisten zumindest sind auf aktuellem Level. Ja, wir gucken rein. Ritterhallenpunkte sind natürlich nicht so viele am Start hier in der Gilde, weil es halt eine Only-Projekt-Gilde ist. Die ist ja sehr inaktiv, sag ich mal. Und ja, deswegen labern wir gar nicht lange rum. Wir fangen an mit dem ersten Gegner. So, der ist noch One-Hit. Ne? Und ich freue mich, es ist wirklich nice zu sehen, mal so einen Projekt-Account hier mal zu spielen. Und es ist wirklich nur Only Int, ja. Also, ja, sehr weit werden wir wohl nicht kommen, aber ich denke mal, die ersten Dungeons werden noch relativ einfach liegen. Da haben wir das erste Epic bekommen. Und ja, bei der Sache geht es natürlich nicht um den harten Grind von den Dungeons. Und dass hier übelst getryhardet wird und alles sowas, sondern in erster Linie geht es hier dann doch mehr so um den Fun-Faktor, um den Spaß, worum es ja in so einem, ja, bei so einem Projekt-Account ja sowieso geht, ne? Um Spaß an der Sache.
und nicht um hier der Beste von irgendwas zu sein. Das ist natürlich ganz klar, weil man sich natürlich selbst auch Grenzen setzt. So, wir sind jetzt hier schon beim Endgegner. Herr der Finsternis. Den haben wir grandios geschlagen und somit den ersten Dungeon hier vollbracht, ja, zur Strecke gebracht und wir sind noch kein einziges Level aufgestiegen. Ja, ist natürlich klar. So, wir machen den nächsten Dungeon. Ich bin echt mal gespannt, wie weit das Ganze hier gehen wird, wie viele Level wir hier machen werden und ja, was da am Ende des Tages so bei herauskommen wird, ja. Da schreibt schon jemand, es geht los, ja. Ja, schreiben wir mal kurz zurück. Ja, moin. Ist doch noch ein bisschen Aktivität hier. Doch noch ein bisschen Aktivität in der Gilde. Also wie gesagt, ihr könnt hier auch gerne, falls ihr Interesse habt an so einer Projektgilde, könnt ihr hier auch auf s14.de ist die Gilde, könnt ihr gerne rein, weil ich denke mal, hier werden, ja, die haben da keine Probleme mit, hier einige zu kicken, weil natürlich die meisten haben nachher das Interesse verloren an solchen Projektchars, aber das ist halt eine Gilde voller Projektchars und ja, deswegen, oder ist mal so dadurch entstanden und wer dann halt ja, Lust hat mit anderen so ein Projektchar dann an sich ja, zu verwalten, zu spielen, der kann das natürlich gerne machen, damit er halt nicht irgendwie, der Sinn dahinter war eigentlich gewesen, dass dass wenn jemand Lust hat auf so einen Projektchar, dass der dann halt nicht alleine auf dem Server irgendwo ist und alleine in der Gilde, sondern dass man halt wirklich eine Gilde gründet, wo halt zahlreiche Projektchars sich gegenseitig motivieren können. Leider ist das Ganze ein bisschen inaktiv geworden hier. So, der nächste Endgegner ist Easy Down. Ja, Nummer 2 haben wir gelegt. Haben wir schon einige Sachen bekommen. Ja, die gucken wir uns gleich mal an, wenn das Inventar voll ist. Ja, oder wir schauen mal jetzt schon. Wir müssen halt wirklich darauf achten. Wir dürfen halt wirklich nur Epics nehmen, die halt... Ne, wir dürfen eigentlich gar keine Epics nehmen, weil jedes Epic hat eigentlich ein 3er-Attribut oder ein 5er-Attribut, ja. Und das ist schon tabu, ja. Das darf man schon nicht nehmen. Das heißt, die Epics müssen alle verkauft oder zerlegt werden, ja. Deswegen ist das natürlich ziemlich problematisch, das Ganze. So, und es macht natürlich auch mega Spaß hier, jetzt mal so ein bisschen durch die Dungeons durchzurocken, die er sich jetzt so einfach so für uns aufgehoben hat. Das ist ziemlich nice. Hatte ich bisher so noch gar nicht gemacht. Aber ich finde es einfach mega nice. Eine mega nice Aktion von dir, Keksi. Und wie gesagt, wenn ich dir irgendwas Gutes tun kann, hatte ich dir ja schon geschrieben, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ja, das ist wirklich... Oh, was ist das denn? Oha, wie viel Schaden der gemacht hat. Alter. Ja, moin. Okay, die ersten 3 Dungeons sind gelegt worden. Ja, nice. So, aber wir sind schon auf den ersten Widerstand gestoßen. Wir haben gleich ein Level geschafft. So, weiter geht's. Der Windelementar-Gegner wurde hier zur Strecke gebracht und wir haben das erste Level. Das erste Level nach dem 4. Dungeon. Wir haben es endlich geschafft, ja. Und da geht schon los. Der ist der Struggle. Der Struggle geht jetzt los. So, also ich würde mal vorschlagen, Sachen, die wir in Kessel ja, bringen können, die schmeißen wir auch in den Kessel, weil das bringt ja mit am meisten so. Dann, das tut jetzt bestimmt den ein oder anderen weh im Auge so, ne? Aber es ist halt das Projekt und deswegen muss man das auf jeden Fall so machen. So, ich würde mal vorschlagen, die ganzen Sachen zum Anfang zerlegen wir eh noch oder verkaufen wir, weil zerlegen tun wir erst die Sachen später, wenn die Sachen auch ein bisschen wertvoller sind, so würde ich das mal vorschlagen. So, deswegen, ja, machen wir das jetzt noch nicht. So, natürlich bringen die Sachen später auch mehr Gold, ne? Aber ich denke mal, dass, warte mal, was hat der eigentlich an Ressourcen hier? Ja, ein bisschen was, aber nicht so viel. Hat er hier ein paar Sachen schon verbessert? Da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet hier. Nee, hat er irgendwas verbessert hier? Ja, nö. Nö, nicht wirklich so. Okay, dann zerlegen wir das mal oder verkaufen wir das mal weiter hier so, damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben. Die Waffe hat er ja schon vorher gehabt, die hat er 10-mal verbessert fürs Achievement wohl. Verkaufe ich aber nicht, weil er die noch im Inventar gelassen hat, deswegen, ja, lasse ich die einfach jetzt mal auch im Inventar. Ich verkaufe das jetzt hier einfach mal alles so. Zack, noch brauchen wir uns da, denke ich, keine Gedanken drüber machen. Weiter geht's. Denn ich denke mal,
5 Epics werden wir schon nochmal bekommen, damit wir die dann nochmal zerlegen können. So, ne? Da haben wir schon wieder eins. Und ja, umso stärker die Items natürlich sind, umso mehr bringen die natürlich auch ressourcentechnisch. Deswegen, der war schon knapp, ja. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, wir müssen mal darauf achten, ob wir schon mal, oh, Alter, was die an Schaden machen, ne? Ob wir schon mal gekrittet haben, weil wenn wir kritten, dann ist das ja wirklich was Besonderes. Da geht schon los hier. Alter. Dann ist das wirklich was Besonderes, wenn wir kritten, weil, wie gesagt, wir haben nur eine 3% Chance. Und da haben wir 1,4 Millionen Crit rausgehauen. Alter, heftig. Und das mit Stufe 118, das ist natürlich sehr nice. Wir können mal gucken. Wo befinden wir uns in der Ehrenhalle eigentlich hier so? Ja, man könnte meinen, es macht keinen großen Unterschied hier so, ne, vom Level her. 118 ist er zwar, ist hiermit so der höchste, aber hier sind auch viele über Level 100, hier 115. Also es macht jetzt nicht so den Anschein, als ob das jetzt hier, als ob man wüsste, dass das ein Projektaccount ist. Da haben wir geschickt, das brauchen wir nicht. So, was gibt denn hier viele? Ja, ich denke mal, Gegenstand zerlegen, die können wir schon mal zerlegen hier. Wir können auch mal was in die Toilette schmeißen. So, und dann auch zerlegen. So, das bringt nicht so viele Ressourcen. Das bringt viele Ressourcen, aber das nimmt natürlich dann hier 2 Plätze weg. Da müssen wir überlegen. So, jetzt hier der nächste Gegner ist glaube ich, er hier, ne? 72 und er ist hier 92. Okay. Das ist hier der nächste Dungeon. Die Cobra hier im Smaragd-Schuppen-Taler. Ja. Mal sehen, ob wir hier schon dran strugglen, weil jetzt werden die Gegner, glaube ich, ein bisschen härter. Ja, und damit meine ich nicht den Fußballverein. So, da wurden wir weggekrittet. Das ist natürlich klar, wenn die einmal kritten. Oh, das sind aber immer so knappe Kämpfe, ne? Wenn die einmal kritten, dann sind wir natürlich down. Oh, aber wenn wir kritten, dann sind die auch down, ne? Das macht das natürlich dann das Nice da dran, weil wir einfach unglaublich viel Schaden machen. Wenn wir mal kritten. So, und wenn wir einen überleben sollten, dann sind die meistens auch schon fertig. So, das macht Spaß auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, hat er hier irgendwas angegriffen? Ich bin mir unsicher. Darf ich den angreifen? Ich weiß gar nicht, ob ich den angreifen darf. Ich weiß es nicht. Ich will auch nichts Falsches machen. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Da hätte ich mal vielleicht fragen sollen. Aber ich gehe mal von aus, dass... so ein Crit vielleicht jetzt? Nee. Ich gehe mal von aus, dass wir da sowieso nicht sehr weit kommen werden im Dämonenportal. Aber spaßenshalber würde ich das schon mal ganz gerne einmal angreifen. Eieieiei. Okay, jetzt wird es langsam kriminell. Alter, da haben wir gekrittet und es reicht nicht. Da haben wir gekrittet und wir überleben auch keinen zweiten Hit von ihm, ne? Uff. Da muss ich mal... Wir überleben keinen zweiten Hit von ihm. Und anscheinend reicht es nicht aus, wenn wir mal kritten sollten, dass wir den Gegner hier besiegen. Ich glaube, das wird ziemlich eindeutig werden, wann wir... Das ist so wie beim Battle Mage. Ich glaube, das ist wirklich wie beim Battle Mage. Der Battle Mage ist ja dafür bekannt, dass man relativ schnell einschätzen kann, ob man bei einem Gegner weiterkommt oder nicht. Da der Random-Faktor halt nicht sehr hoch ist bei ihm im Vergleich zu anderen Klassen und deswegen er potenziell nicht mehr Schaden raushauen kann als seinen Standard-Feuerball. Und okay, es könnte unter Umständen klappen, aber es ist ja hier genauso, dadurch, dass wir halt nicht viel Crit haben, ist es ziemlich eindeutig, vor allen Dingen, weil wir auch nicht viel Leben haben. Alter, Digga. Also gut, er ist in der Theorie machbar, aber sehr schwer umsetzbar. Ich würde mal behaupten, aber wir überleben auch wir sterben mit ganz, ganz wenig Minusleben, ne, oder? Oha, ja, alles klar, gut. Wenn er crittet, ist es natürlich... Da habe ich nichts... Ja, alles klar, okay. Ich würde mal sagen, wir gucken erstmal in den nächsten Dungeon rein. Ich weiß gar nicht, mit wie viel wir angefangen haben. Mit 117, glaube ich, oder so, ne? Oder 118, ich weiß gar nicht genau, wie viele Level wir jetzt gemacht haben und wie viel wir machen werden. Aber wir gehen jetzt erstmal die nächsten Gegner durch hier, damit wir eventuell noch uns vom Level her ein bisschen weiter verbessern, damit wir equipment-technisch vielleicht
Equipment technisch vielleicht ein bisschen besser vorankommen. Aber das wird wirklich tatsächlich sehr, sehr schwierig hier, denke ich mal. Weil die Gegner hier schon, ja, ziemlich haarscharf sind. Okay, gucken wir uns mal an den Kampf. Post. Das müsste... Tollwütiger Wolf. Ich habe doch hier gerade einen Dungeon gelegt. Das war aber nicht der tollwütige Wolf, oder? Hat er den nicht gespeichert? Kann sein, dass er den nicht gespeichert hat hier irgendwie. Das ist natürlich schade. Ah, also, Dicker, die werden halt echt... Also, ich muss halt critten. So. Und die Chance ist halt nicht sehr hoch, dass wir critten. Und ich weiß nicht, selbst wenn wir critten, ob wir den One-hitten. Könnte sein, könnte aber auch genauso gut nicht klappen. Ich sag mal, 3% Chance sind jetzt nicht gerade viel, würde ich mal behaupten. Okay, wenn wir den critten, ist er down. Wenn wir ihn critten. Uff. Okay, wir gehen noch auf 1200 runter bei dem Gegner und dann probieren wir mal im nächsten Dungeon was. Ja, aber der ist definitiv, also wir müssen einmal critten, dann ist der down. Aber wir müssen halt erstmal critten, ne? Und das ist halt die Schwierigkeit dabei mit 3%. So, gehen wir mal zu ihm hier, mal schauen. Der ist 112 schon. Hey, jetzt wird es langsam kriminell hier. Da müssen wir genauso critten. Ich glaube, das ist nachher wirklich... ich glaube, das ist nachher der Punkt, wo es dran... achso, ich hätte den Kampf speichern sollen bei dem anderen Gegner. Wo es so ein bisschen dran scheitern wird. Okay, den haben wir gekrittet. Ja, und dann ist er auch down gewesen. Das ist natürlich nice dann. So, aber eigentlich speichert der die doch automatisch, die Kämpfe, ne? Ja, genau, den hat er jetzt gespeichert. Okay, ja, nice. Sehr gut. So, ich glaube, die geben auch schon ein bisschen mehr XP, würde ich mal behaupten. Den schaffen wir auch noch mit einem Crit, weil wir eben 9 Millionen gemacht, 900.000 gemacht haben. Deswegen sollte der auch machbar sein mit einem Crit. Wir geben jetzt mal ein bisschen mehr Gas. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. So. Ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt schon lohnt. Okay, bei den Gegnern sieht es halt jetzt genauso aus, so, ne? Vom Ding her. Ich glaube, hier wird es sogar schwierig. Der wird nicht mal mit einem Crit machbar sein. Und der natürlich noch weniger hier, ne? Ja. Ja, das ist natürlich das Ding so beim guck mal, wir probieren einmal hier, aber es wird natürlich, wir werden natürlich kläglich scheitern hier. Okay, gut. Ja. Alter, das gibt auch viele Ressourcen hier. Komm, das zerlegen wir mal. Gibt viele Kristalle. So. Und ja, dann nehmen wir noch mal, was haben wir hier noch? 220, 300. Gegenstand zerlegen. Zack. Können wir noch mal zerlegen? Ne, das war's dann. So, dann können wir die Sachen... Intelligenz. Aber das ist schlecht. So, jetzt gucken wir mal im Shop so ein bisschen nach, wie es aussieht. Zwecks Verbesserung vielleicht. Mal blättern. So, und jetzt müssen wir halt drauf achten. Only int. Only int Sachen. Das ist natürlich ziemlich schwierig. Vor allen Dingen muss man da jetzt übelst drauf achten hier. Das ist ja erstmal Stress, Alter. So, eine neue Waffe wäre ja vielleicht schon mal ganz nice, ne? Intelligenz plus 19. Ja, lohnt sich das schon? Ich weiß nicht, ob er sich das ob er sich das kaufen würde oder nicht. Ich gehe mal erstmal weiter. Plus 8, ja, also es lohnt sich halt kaum, ne? Also es lohnt sich halt wirklich kaum. So, vielleicht von der Waffe her so ein bisschen. Stärke, Intelligenz, Stärke. Eine Waffe würde ich mal ganz gerne sehen wollen, vielleicht mit einer etwas besseren Spanne. Alter, ich muss hier so genau drauf achten, dass ich hier die richtigen Items nehme. Das ist echt kompliziert. Weil sonst achtet man halt immer auf Epics, aber das ist ja jetzt mal was ganz anderes irgendwie. Intelligenz plus 19. Lebensenergie. Ja, das können wir mal nehmen, oder? Lebensenergie ist erlaubt, habe ich mir sagen lassen. Zack. So, und ich darf jetzt auch die Steingewinnung machen hier, hatte er mir erzählt. So, und dann können wir das hier reinsetzen. Ich denke mal, mit Lebensenergie ist ganz nice, ne?
Aber 1% auf wie viel Leben? Oder auf 3, sagen wir auf 34k. Das ist halt auch lachhaft irgendwo, ne? So, eine neue Waffe wäre vielleicht ganz cool, aber ich weiß nicht. Also, wenn du das jetzt siehst hier, es lohnt sich halt wirklich kaum. Großartig. Wir können noch mal ein bisschen die anderen Dungeons versuchen. Dass wir vielleicht noch ein Level abschaffen. Okay, 120 haben wir erreicht. So, mal gucken, wie viel Leben hat er. Dass wir vielleicht noch mal eventuell hier einen Lucky Try mit reinnehmen. Aber ansonsten, er hatte mir halt gesagt, ich kann bis auf 50 Pilze runtergehen, aber das werde ich niemals im Leben machen. Das ist halt einfach, das ist halt in meinen Augen nachher Verschwendung. Da kommt bei mir dann auch der Sparfuchs, der griesgrämige Knauserer aus mir raus. Okay, den können wir legen mit einem Crit. Da muss ich dann auch einfach sagen, irgendwie, ja, kommt man denn nicht ganz so weit, wie eigentlich so erwartet. Also, aber 120 ist ja schon okay, sag ich mal so. Eine neue Waffe würde ich halt gerne finden wollen und ja. Aber das können wir ja, denke ich mal, ich weiß nicht, wie es aussieht mit Verbesserung, so bei dir. Da hatte er nichts weiter dazu gesagt. Das ist ein neues Item, das würde ich erstmal zweimal verbessern. Ist Verbesserung erlaubt? Ich weiß es gar nicht. Ja doch, wäre erlaubt, weil es gibt ja nur plus 16 auf Intelligenz. Deswegen, so, mal gucken. Haben wir noch irgendwelche Items hier? Guck mal, die sind teilweise noch schlechter. Also die Spanne geht hier auch wirklich sehr krass auseinander. Also meines Erachtens, für die paar Stats würde es sich gar nicht so großartig lohnen, hier Pilze zu investieren. Ich weiß ja nicht, wie du das bisher gehandhabt hast, so, dass du da jetzt auf jeden einzelnen Statpunkt achtest. Muss man wahrscheinlich auch irgendwo. Weil es halt irgendwie, ja, weil man bei so einem Projekt natürlich jeden Statpunkt mitnimmt, aber guck mal, teilweise -8 immer noch, also das ist echt lachhaft irgendwo, muss ich sagen, ne? So, mal eine Waffe hier jetzt mit Intelligenz, okay, die ist nice, die können wir mitnehmen, plus 20 Intelligenz, vom Durchschnittsschaden besser und die Spanne ist sogar auch noch besser und Blitzschaden plus 2, nice, die nehmen wir mit, das ist ein Upgrade, so, Steingewinnung, zack, das ist nice. So, verbessern wir zweimal. Und ja, dann haben wir eigentlich das Wichtigste, die Waffe, würde ich mal behaupten. So, das ist ja immer das Wichtigste, wenn man sowas macht. Gucken wir mal im Zauberladen ein bisschen nach. Der Zauberladen lädt nicht. Hallo? Okay, wow. Das war unlucky. Das ist genau gleich, also nee, also das lohnt sich nicht meines Erachtens nach. Da würde ich dann lieber ein bisschen nochmal einfach in Intelligenz investieren, würde ich sagen. Bevor wir hier uns verblättern großartig. Weil, wie gesagt, das kommt hier fast aufs Gleiche raus. So. Also dafür haben wir einfach zu wenig Level gemacht, dass sich das schon lohnen würde. Plus 8 Int. Ich würde jetzt behaupten, es lohnt sich nicht. Ich mache es jetzt mal. So, damit wir hier ein neues Item haben. Steingewinnung. Zack, ich hoffe, du bist mir da jetzt nicht böse, aber dann können wir das hier, dann ist das ein neues Item, das können wir auch dann dreimal verbessern, so. Ruhigen Gewissens. So, weil die alten Items will ich jetzt nicht unbedingt verbessern, aber ich habe jetzt die neuen erstmal verbessert, so. Ja, aber wegen so ein bisschen, nee, tut mir leid. Da bin ich dann auch zu knauserig, würde ich mal behaupten. Gehen wir lieber nochmal in die Setpunkte ein bisschen rein, zack, so, und versuchen nochmal hier, ob wir jetzt ein bisschen weiterkommen mit einer etwas besseren Waffe, ein paar Verbesserungen. Mal gucken, wie sah denn der nächste Gegner aus hier? 118, okay, ja, den müssen wir noch down kriegen mit einem Crit. Ich werde hier mal, ich weiß nicht, vielleicht bis auf 1000 Pilze oder so runtergehen. Ja, aber ansonsten ist mir das halt einfach eine zu krasse Verschwendung. Also der müsste mit einem Crit, müsste der eigentlich liegen. 3% Crit. Damit wir nochmal ein bisschen Action hier in der Folge haben. Aber, Bro, das ist echt schwierig. Mit einem Only-In-Charakter. Uff. Der müsste eigentlich auch liegen. Der müsste vielleicht sogar noch eher liegen, sag ich mal, als der andere. Okay, haben wir den noch down bekommen? Das ist nice. Haben wir noch einen Epic hinzu bekommen? Ja, wäre natürlich cool, wenn man das ausrüsten könnte. Darf man aber nicht.
Ja, deswegen schwierig. Schwierig auf jeden Fall. Oh, den schaffen wir wieder. Der ist dann wieder machbar. Das war ein leichter Gegner. Okay, also gut. Es scheitert an den Bremsen. Es scheitert wirklich an den Bremsen. Wenn wir einen Magier-Gegner haben, dann ist es übel easy, weil, ja, den können wir einfach ja, melden. Den können wir einfach zerstören. Aber sobald wir einen Krieger haben, oder jemanden, ja, wie ihn hier mit bisschen mehr Leben, der nimmt uns dann einfach die Ehre. Ja, aber den würde ich ganz gerne noch kriegen wollen hier. Das juckt mir noch in den Fingern. Ich weiß bloß nicht, ob ich zwischendurch schon mal gekrittet habe oder einfach bei ihm gar nicht kritte. Das ist halt die Sache. Das würde ich noch gerne wissen wollen. Das sind jetzt hier... Ja, doch. Der müsste safe liegen mit einem Crit. Wir kritten einfach nur nicht. Das ist... Huch, jetzt habe ich den Kampf gespeichert. Das ist das Problem. Wir kritten einfach nicht. Nee. Also den würde ich noch ganz gerne haben wollen. Hier zum Abschluss vielleicht nochmal. Alter, das war nicht mal ein Crit gewesen und der war fast down. 130. Ah, der hat über 1, der hat zu viel Leben einfach schon wieder, ne? Das ist halt schwierig. Da würde ich tatsächlich lieber ihn hier nochmal probieren. Komm, wir gehen nochmal runter auf 900 und dann hast du eigentlich noch genug Pilze, sag ich mal, für die nächsten Events. Es ist wirklich schwierig. Es ist sehr schwierig. Er will nicht fallen. Er will nicht fallen. Komm on, 20 Pilze noch. Bro, ja, ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn zum Abschluss der Folge nochmal. Oh mein Gott. Wir gucken nochmal, wer kommt danach. Interesse halber. 1,2. Der ist vielleicht auch noch machbar. Ja. Aber der hat, also Krieger nehmen uns hier wirklich hops. Aber ansonsten, ja, wäre hier vielleicht noch, ja, du hast halt einfach, das ist halt einfach schwierig mit so einem Projekt-Account, sag ich mal. Man hat halt wirklich nicht sehr viel Auswahl und man wird von jedem Gegner halt einfach gewone-shottet, so, ne? Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Ich würde mal sagen, jetzt dadurch, dass er hier uns das Ganze hier präsentiert hat, würde ich mal sagen, laden wir nochmal so ein bisschen auf hier. Vielleicht nochmal, dass wir über 1000 Pilze kommen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. So, als kleines Dankeschön nochmal, ja, dass ich hier die Pilze verballert habe. Habe ich nochmal ein bisschen was aufgeladen. Ist nicht viel, aber wie gesagt, als ganz kleines Dankeschön hier, weil du hast ja gesagt, du willst den Char auch weiterspielen, dass du mindestens über 1000 Pilze hier bist. So. Du hast zwar gesagt, ich kann zwar viel weiter runtergehen, aber ja, dann sind wir so wenigstens auf jeden Fall über 1000. Haben ein paar Dungeons gelegt, ein paar Level gemacht auf jeden Fall. Vielleicht wäre ein bisschen mehr drin gewesen, aber wie gesagt, ich würde es einfach nicht als worth bezeichnen, jetzt großartig hier zu blättern, weil es halt wirklich kaum Unterschied macht für die paar Level, die wir jetzt gemacht haben. Deswegen ja, würde ich das dabei belassen. Ich danke dir auf jeden Fall, Keksi, nochmal vielen lieben Dank, dass du hier uns das bereitgestellt hast und ja, ich denke mal, es war auf jeden Fall ein ganz cooles Video, hatte ich selbst auch noch nicht so gehabt, dass wir hier so viele Dungeons legen konnten am Stück und das ist auf jeden Fall ganz cool. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung, einen Kommentar dazu da lasst. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank, haut rein und bis zum nächsten Mal.